Hallo zusammen, ich bin es wieder von der Kniphempel IT Solutions GmbH mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen. In dem heutigen Video werden wir den Einstieg in die App behandeln. Doch worum geht es nochmal in unserer App? Unsere App bietet tägliche Tagesprognosen für Börsenkurse an. Wir werden den Einstieg in die App in mehrere Videos aufteilen. Unser heutiges Thema sind dann die aktuellen Tagesprognosen. Wenn die Software auf dem Server fertig ist, können die Tagesprognosen gegen eine kleine Gebühr abgerufen werden. Die Zahlung erfolgt über Google Play, da unsere App bisher nur in Google Play erhältlich ist. Wir bieten auch Wochen- bzw. Monatspässe an. Diese Prognosen können bis zum darauffolgenden Tag genutzt werden. Am nächsten Tag gibt es dann wieder neue Prognosen und die gekauften Prognosen stehen beliebig lang in der App zur Verfügung. Die Trefferquote der Tagesprognosen liegt bei über 75%. Das bedeutet, dass mindestens 3 von 4 der Prognosen auch den in der App gezeigten Kurswert erreichen. Bei der aktuellen Tagesprognose ist es nicht vorhersehbar, welche Aktien angezeigt werden. Wir schauen uns das jetzt mal in der App an. So Leute, öffnen wir zuerst die App und gehen auf aktuelle Tagesprognosen. In dieser Tagesprognose vom 13.08.2018 sind 10 Prognosen aufgeführt. Für jede Prognose wird eine kurze Info schon hier angezeigt. Damit ist der blaue Text gemeint, der sich neben der Prognose befindet, und der Pfeil. Der Pfeil zeigt an, ob der Kurswert steigt, also das wäre ja dann in dem Fall dieser grüne Pfeil, vielleicht sehen wir noch was anderes, oder sinkt, genau, der rote Pfeil. Als erstes wird der Name der Aktie angezeigt, als zweites dann das Datum des in der App verwendeten letzten Tagesschlusskurses und dann zeigen wir noch den Wert, den die Aktie hatte. Als nächstes folgt dann die Prognose, also um wie viel Prozent sich der Kurswert ändern wird. Als letztes wird noch der letzte bekannte Kurs der Aktie angezeigt. Wie viele Aktien hier in der Liste angezeigt werden, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Durch Auf- und Abwischen kann man sich die gesamte Liste anschauen, wenn nicht alle Einträge auf das Display passen. Tippt man auf einen Eintrag, wird das hier angezeigt. Wieder sehen wir ganz oben den Namen der Firma, der die Aktie gehört. Dann sehen wir die Daten des letzten Schlusskurses, damit ist das hier gemeint, und den Wert der Aktie. Als nächstes sehen wir dann den Verlauf der Aktie, also wie der Preis gesunken, gestiegen ist, wie der Verlauf des Preises für die Aktie war, mit einem Candlestick-Diagramm oder einem Liniendiagramm. Und weiter unten kann man dann die Prognose sehen. Also das heißt, in dem Fall ist die Prognose, dass der Aktienwert um 0,8% steigen wird. Und zwar auf dem Wert von 5,85 €. Was dann folgt unterhalb des Pfeils sind aktuelle Angaben zum Aktienwert. Tageshoch zeigt, welchen maximalen Wert die Aktie für den letzten bekannten Tag hat oder hatte. Dementsprechend zeigt das Tagestief den tiefsten Wert an. Die Zähldauer ist eine grobe Schätzung, wie viele Tage es dauern wird, bis der prognostizierte Kurswert erreicht wird. Das ist aufgrund der doch starken Schwankungen der Kurse innerhalb eines Tages jedoch nicht sehr genau vorhersagbar. Aktienwert von zeigt, wann diese aktuellen Daten ermittelt wurden. BID zeigt an, was man bei Verkauf der Aktie pro Aktie erhält. ASK zeigt an, was man für eine Aktie zahlen muss. Die beiden Werte sind nur wirklich brauchbar, wenn die Börse geöffnet ist und wir aktuelle Kursinformationen ermitteln konnten. Das waren die Informationen zur Prognose und eigentlich schon alles, was man braucht, um mit einer Handelsplattform oder in Börsenspielen mit der Aktie sein Glück zu ersuchen. Börsenanfänger fragen sich sicherlich, warum wir auch fallende Kurse vorhersagen. Auch damit kann man auf unterschiedliche Weise handeln. Aber dazu muss man schon ein wenig mehr Erfahrung haben, da der Handel mit fallenden Kursen etwas komplizierter und risikoreicher ist.
Es geht aber noch weiter. Wir bieten hier noch einen Teil an, den wir sehr hilfreich finden, da man so schon mal sehen kann, was für Gewinne man erzielen kann, wenn man die Aktie tatsächlich kaufen würde. So, ich habe jetzt noch eine andere Aktie rausgesucht, da hier der Handelsvorschlag einfach besser ist. Einmal kurz auf Handelsvorschlag getippt und man hätte einen Vorschlag, wie man denn nun handeln könnte. Als erstes wird der Kaufpreis angezeigt, basierend auf den Daten, die oben stehen. Der kann durch Antippen geändert werden, zum Beispiel, weil man aktuellere Daten hat oder erst kaufen möchte, wenn der Wert der Aktie tiefer oder höher ist als in der Prognose. Dann folgt eine Anzahl an Aktien, die unsere App vorschlägt zu kaufen. Diese Anzahl wird ermittelt mit Hilfe von Daten, die unter Einstellungen in der App hinterlegt werden können. Also das sind persönliche Daten wie zum Beispiel das Startkapital oder Grundkapital etc. Bei Installation der App werden hier Standardwerte angenommen, die du aber wie gesagt unter Einstellungen ändern kannst. Was da möglich ist, erklären wir in einem der nächsten Videos. Auch die Anzahl kann durch Antippen geändert werden. Als nächstes sind die Kosten aufgeführt, die der Broker, die Bank und die Börse beim Kauf bzw. Verkauf der Aktie erheben. Hier kann angegeben werden, wie hoch die Kosten je Transaktion sind. Auch dies kann unter den Einstellungen geändert werden. Als weiteres sieht man in der App die Kaufsumme, also das Produkt aus Kaufpreis je Aktie mal Anzahl plus Kosten. Auf Basis der Prognosen wird hier gezeigt, wann die Aktie verkauft werden soll bzw. kann und der Gewinn, der sich daraus ergibt. Also in diesem Fall soll die Aktie bei 68,05 € verkauft werden und dann hat man einen Gewinn von 46 Cent. Wenn man die Aktie jedoch bei 66,45 € verkauft, dann hat man einen Verlust von 21,86 €. Diese Werte bei Verkauf bei können auch durch Antippen geändert werden. Immer wenn man einen Wert geändert hat, wird die Schaltfläche Handelsvorschlag in Neu berechnen geändert. Wir probieren mal ein bisschen aus. Also nehmen wir mal an, wir kaufen 18 Aktien und würden die bei 70 € verkaufen. Klicken wir auf Neu berechnen. Dann hätten wir einen Gewinn von 38,60 €, wenn wir eine Anzahl von 18 Aktien kaufen würden. Allerdings hätten wir dann auch eine viel höhere Kaufsumme, nämlich 1.211 €. Und wie gesagt, das hat alles mit den Einstellungen, die man vornehmen kann, zu den persönlichen Daten zu tun. Also das heißt, wenn ihr dann da ein höheres Kapital angebt, dann wird euch auch das hier automatisch angezeigt. Und zusätzlich kann es halt sein, dass die Aktie nicht auf 70 € pro Aktie steigen wird. Also hier ist eine Voraussage von 1,19% prognostiziert. Und das ist nicht besonders viel. Also dass man die Aktie bei 70 € verkaufen könnte, ist relativ unwahrscheinlich. Sobald man auf Handelsvorschlag oder auf Neu berechnen klickt, erscheint unten der Button in Watchliste aufnehmen. Die Watchliste ist ein anderer Teil der App. Wenn man die Schaltfläche antippt, werden die hier gezeigten Werte übernommen und in die Watchliste eingetragen. So kann man, ohne wirklich Handel zu treiben, sehen, wie sich die Aktie entwickelt. Aber nun soll es erstmal reichen und die Watchliste erklären wir das nächste Mal. Da dies hier die absolut wichtigste Seite der App ist, wollen wir damit auch das Video beenden und hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal oder schreibt uns in die Kommentare, was wir besser machen können. Wir freuen uns über Kritik. Bis bald.